Geld ist die vielleicht begehrteste Ressource der Welt. Und das ist auch kein Wunder. Was kann man nicht alles damit kaufen? Ein schickes Auto, alles Essen, was man braucht, eine wunderschöne Reise. Ja, eigentlich alles, was man kaufen kann man mit Geld kaufen. Und umso wichtiger ist, dass wir sparsam mit diesem Geld umgehen. Sonst kann es passieren, dass uns das Geld geradezu aus der Hand gesaugt wird. Hier in diesem Video werde ich euch die wichtigsten und grundlegendsten Tipps geben. Und viele von den Tipps werdet ihr noch nie gehört haben, weil sie von mir selber kommen. Und zwar, ich bin Schwabe, das heißt, bei mir liegt es quasi im Blut, Geld zu sparen. Die besten Tipps werde ich euch teilhaben lassen. Ihr könnt also auch davon profitieren. Bleibt unbedingt dran und ihr werdet sehen, wie euch das Geld nur so zufliegen wird. Servus und herzlich willkommen in meinem Kanal Du bist genial. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Und heute soll es um ein ganz wichtiges Thema gehen. Und zwar soll es darum gehen, wie können wir möglichst viel Geld sparen. Ich bringe euch die besten Tipps. Und legen wir doch gleich mal mit dem ersten Tipp los. Ich gebe zu, es ist heute nicht so modern, gerade wo wir in der Zeit von der Aldi-Mentalität leben. Aber es lohnt sich total, Qualität zu kaufen. Es ist viel besser, wenn ihr einmal einen Staubsauger kauft, der dann 10, 20 Jahre haltet, anstatt dass ihr euch alle 2 Jahre einen neuen Staubsauger kaufen müsst. Das kostet nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeit und mehr Ärger. Also das Prinzip ist jedem klar mittlerweile. Man hätte gern Produkte, die lange halten und vielleicht auch nicht allzu viel kosten, aber einfach Qualität haben. Leider gibt es da ein Problem heutzutage. Die geplante Obsoleszenz, also das geplante Altern von Gegenständen. Das ist sehr bekannt geworden von der Glühbirne. Glühbirnen könnten eigentlich unendlich lang halten, aber sie wurden extra so ausgelegt, dass dieser dünne Draht nach einer bestimmten Lebensdauer durchbrennt und man eine neue Glühbirne kaufen muss. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre die Glühbirnenindustrie schon relativ schnell wahrscheinlich am Ende gewesen, weil einfach keiner mehr Glühbirnen kauft, weil jeder schon die Glühbirnen hat. Und dieses Prinzip wird in immer mehr Produkten angewendet, in Autos, in Kleidung, in Elektronikprodukten. Und diese Sache war schon mehrfach Gegenstand von wissenschaftlichen Publikationen, aber es ist noch nicht richtig klar, wie es sich verhält und wie die Hersteller das machen. Ja, aber damit haben wir ein Problem, weil wir wollen gern Produkte kaufen, die auch lange halten und nicht absichtlich schlechter gemacht werden, dass sie schneller kaputt gehen. Was können wir dagegen tun? Ich habe 2 Tipps. Und zwar erstens, abhängig von dem Produkt, schaut, was sind die Dinge, die ein Produkt länger haltbar machen. Was hat ein Produkt, das länger hält, besser als eins, das nicht lange hält? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, macht euch eine Liste von Marken oder teilt eine Liste von Marken, die besonders gut sind, weil sie Qualität haben und lange halten. Zum Beispiel ist es so, bei Hemden, ich habe mich darüber informieren wollen, wie kann man Hemden kaufen, die auch lange halten. Es ist oft so, dass sie nach einiger Zeit einfach ausgefasert aussehen und nach 1, 2 Jahren müsst ihr ein neues Hemd kaufen. Und da ist es so, ich habe viele Verkäuferinnen gefragt und letztendlich hat mir eine gesagt, es liegt an der Qualität. Und zwar gut qualitative Hemden haben langfaserige Ketten, also der Stoff besteht, diese kleinen Ketten bestehen aus längeren Fasern, bei den billigen sind es kürzere Fasern. Und diese lassen sich eben schnell abhobeln und dann nach einer kurzen Zeit sieht das Hemd schon total alt aus. Da braucht man lange Fasern. Und da gibt es bestimmte Hersteller, die Hemden nur mit langfaserigen Ketten anbieten, zum Beispiel Olym. Aber ich habe euch eine Liste von ein paar Herstellern aufgeschrieben, die qualitativ gute Produkte machen und die findet ihr unten. Aber ich bin noch mehr interessiert, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Kennt ihr auch Produkte oder Marken, die wirklich lange halten, die Qualität versprechen? Schreibt sie bitte in die Kommentare und so können wir die Liste immer mehr ergänzen. Außerdem ist es auch so, dass ihr nicht nur Geld spart, sondern auch Zeit, wenn ihr nicht immer wieder Dinge kauft, die ihr dann einfach schnell kauft und dann wieder wegwerfen müsst. Übrigens, zum Thema Zeit sparen mache ich auch demnächst ein Video, also bleibt unbedingt dran, abonniert den Kanal und dann werdet ihr nichts verpassen. Es gibt viele Arten von Berufsgruppen, die eigentlich nur davon leben, dass sie Geld von anderen Menschen bekommen. Und das meistens leider auch ohne viel Nutzen für diese anderen Menschen. Und ein Beispiel sind die Versicherungen. Das trifft auf die meisten Versicherungen zu. Und zwar ist es so, solange ihr noch nicht versichert seid, versprechen sie euch auf den Werbeplakaten das Blaue vom Himmel. Wir kümmern uns um dich und du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir geben dir Sicherheit. Aber sobald du dann Kunde von ihnen bist, dann probieren sie alles zu tun, dass sie nicht zahlen müssen im Zweifelsfall. Dass sie dir wirklich das Geld nicht zahlen müssen. Das heißt, sie fahren diese 2 Strategien, um möglichst Geld zu verdienen. Generell hast du wenig davon, wenn du eine Versicherung abschließt. Und zwar ist es so, ich habe mal bei einer großen Versicherung in den Geschäftsbericht geschaut. Es ist so, dass nur 55% von dem Geld, was ihr gebt,
geht dann auch wirklich an euch in Form von Versicherungsfällen wieder zurück. Stift, Papier. Das bedeutet also, von 100 Euro, die ihr in der Versicherung gebt, kriegt ihr nur 55 Euro zurück und der Rest gehört der Versicherung und ist Profit oder eben wird für die Personalkosten ausgegeben. Dann behaltet doch lieber die 100 Euro, anstatt nur 55 Euro zurückzubekommen. Das ist doch viel besser. Und so gibt es noch viele andere Berufsgruppen. Auch bei vielen Banken ist das der Fall, nicht bei allen. Oder alle Arten von Glücksspielen könnt ihr meiden. Mathematisch gesehen verliert ihr nur Geld dabei, denn irgendwie muss ja das Casino davon leben. Ich zähle dazu auch die Aktien, es sei denn, ihr kennt euch richtig gut aus mit bestimmten Marken oder mit bestimmten Produkten oder Firmen. Dann kann es vielleicht für euch sein, aber im generellen Fall verliert ihr im Durchschnitt bei Aktien. Und ein anderer genereller Tipp ist, dass ihr vermeidet, dass ihr versucht, niemals vor Gericht zu gehen. So gut wie möglich probiert das zu vermeiden. Da könnt ihr so viel Geld verlieren. Viele Familien sind in den Bankrott getrieben worden wegen irgendeinem Gerichtsverfahren, das sie sich hätten sparen können. Vielleicht mit Nachbarn oder mit Freunden. Versucht die Dinge lieber persönlich zu klären oder mit einem Schlichter, aber geht nicht vor Gericht. Das kostet viel Geld und am Ende gewinnt vor allem das Gericht. Und die Anwälte und die ganzen Prozesskosten. So, lieber Nachbar, von deiner Tanne ist ein Ast auf meinen Lamborghini LM02 gefallen. Das hat einen riesen Kratzer gegeben. Das müssen Sie mir zahlen, das wird teuer, mein Freundchen. Naja, Sie hatten Ihr Auto da stehen. Wenn ein Sturm ansteht, dann kann man ja auch mal drüber nachdenken, dass man das Auto einfach umparkt. Von wegen, Sie haben überhaupt nicht recht. Jetzt werden wir vor Gericht gehen und dann werden wir sehen, wer im Recht ist, nämlich ich bin im Recht und nicht Sie. Wir gehen vor Gericht, Sie müssen mir jeden Cent blechen. Hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es, dass wir anstatt Unsummen für das Gericht auszugeben und für die Kosten um Zehntausende, Hunderttausende ausgeben, dass wir gehen zur nächsten Werkstatt, wir vergleichen ein paar Werkstätte, wir nehmen den Preis und wir halbieren ihn. Wir zahlen einfach beide die Hälfte. Das wäre doch eine Idee. Ein bestes Beispiel für so einen Prozess ist natürlich eine Scheidung in einer Familie. Aber mittlerweile hat auch der Staat eingesehen, dass es sich gar nicht lohnt, ständig Unsummen für Anwaltskosten und Gerichtskosten auszugeben und am Ende macht das Gericht irgendein Mittel dazwischen. Das hätte auch gleich von Anfang passieren können, ohne diesen ganzen Kosten und Aufwand. Deswegen geht der Staat oft dazu über, dass er einen Schlichter nimmt. Ein Schlichter, der unparteiisch ist und der entscheidet dann zwischen beiden. Und das solltet ihr auch machen. Wenn ihr einen Streitfall habt, anstatt vor Gericht zu gehen, probiert es selber zu lösen. Oder wenn nicht, dann sucht euch einen unparteiischen Schlichter. Da könnt ihr Unsummen an Geld sparen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Unzählige Studien haben immer wieder bewiesen, dass es deutlich günstiger ist, in der Familie zu leben, als allein als Single. Und das liegt vor allem daran, dass man sich einfach ganz viele Dinge teilen kann. Da ist zum einen mal das Auto, man hat dann die halbierten Spritkosten, oder die Wohnung kann man sich teilen, oder viel Essen kann man sich teilen, das Kochen kann man sich teilen und so spart man viel, viel Geld. Wenn du noch jung bist und keine Familie hast, so wie ich, dann versuch dein Leben so zu planen, dass du darauf hinplanst, dass du irgendwann eine Familie haben wirst und diese Familie auch so lange wie möglich erhalten bleibt und nicht ständig den Partner wechseln. Das hat auch noch einen zweiten Vorteil, wo ihr Geld sparen werdet. Und zwar ist es so, dass Frauen, manchmal auch Männer, gerne viel Geld beim Shoppen ausgeben, teure Urlaubsreisen brauchen, weil sie es einfach brauchen, um sich wertvoll zu fühlen. Wenn aber der Partner oder der Mann einfach der Frau Sicherheit gibt und sie liebt, dann ist es gar nicht notwendig, dass sie über Shoppen oder Urlaube irgendwie ihr Selbstwertgefühl besser zu machen braucht. Und es spart Unsummen an Geld. Es lohnt sich also wirklich in Familien zu investieren, allein schon finanziell, und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Vor kurzem war ich beim Arzt und habe eine Datenanalyse machen lassen von meinem Blut. Und dann hat der Arzt festgestellt, hat gemeint, ja, dieses sieht im Großen und Ganzen gut aus, aber der eine Wert ist ein bisschen komisch. Das sollten wir eine Untersuchung machen und da sollten wir das tun und das tun. Und ich habe schon gemerkt, das wird richtig teuer, das wird in die Tausenden kosten. Ich habe einen guten Freund, der ist Arzt und ich weiß, er ist sehr kompetent, den kenne ich schon aus der Studienzeit. Und ich habe ihm einfach meine Werte geschickt und habe gesagt, hey, kannst du mir nicht sagen, ist es wirklich so schlimm, muss ich wirklich diese Untersuchung machen oder geht es da eigentlich nur darum, vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen? Er hat sich die Werte angeguckt, hat gemeint, die Werte sind für einen jungen Menschen total normal, spar dir das Geld. Und so habe ich mir 1000 Euro gespart, einfach nur, weil ich ein bisschen Netzwerk hatte, einen Freund, der mir helfen konnte. Gute Tipps können euch viel Geld sparen. Und deshalb braucht ihr natürlich ein Netzwerk. Und euer bestes Netzwerk ist zuerst mal die Familie. Als nächstes kommt natürlich ein Verein oder eine Kirche, in der ihr euch ständig engagiert und wo die Leute euch kennen. Dann eure Nachbarn und dann eure Freunde. So könnt ihr euch ein Netzwerk aufbauen. Ein sehr interessantes Beispiel sind die Mennoniten in Südamerika und Nordamerika, die noch sehr altertümlich leben. Bei ihnen ist es so, es gibt keine Versicherungen. Wenn mal ein Haus abbrennt, dann ist es so,
dass die Mennoniten von der ganzen Gegend herkommen und alle zusammen bauen das Haus wieder auf. Und so ein starkes Netzwerk haben die, dass sie die ganzen Kosten für Versicherungen und andere Dinge einfach sparen können. Such dir ein gutes Netzwerk. Darüber werde ich übrigens bald ein Video machen, wie kann man sich ein gutes Netzwerk machen. Bleib also unbedingt dran. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, wie ich schon angedeutet habe, kann ein riesiger Teil deines Geldes für deine Gesundheit draufgehen. Und das hat vor allem eigentlich zwei Ursachen. Und zwar erstens, dass man sich nicht auskennt mit den Krankheiten und mit seiner Gesundheit. Und zweitens, dass man zu wenig Wissen hat über natürliche Heilmethoden. Denn viele natürliche Heilmethoden klappen besser als das, was die Pharmaindustrie teuer verkauft und sind meistens total kostenlos, zumindest aber günstiger als die Pharmaindustrie. Ein sehr gutes Beispiel ist die Aloe Vera Pflanze, die für sehr viele Hautkrankheiten die allerbeste Lösung bietet. Wie man eine Aloe Pflanze hält und am besten benutzt, dafür habe ich ein Video gemacht, das könnt ihr hier euch anschauen. Geht mit mir auf meinem Kanal auf eine Entdeckungsreise der Gesundheit. Was sind eure Tipps? Was habt ihr schon entdeckt? Schreibt es in die Kommentare. Worüber wollt ihr noch ein Video sehen? Schreibt es mir. Informiert euch darüber, wie ihr ein gesundes Leben führen könnt. Und auch welche natürlichen Heilmethoden du einsetzen kannst, um auch gesund zu bleiben oder wenn du Probleme hast, die zu lösen. Auf meinem Kanal geht es darum, wie wir ein genialer Mensch sein können. Und da geht es letzten Endes auch um die Gesundheit. Und dabei gebe ich nur Tipps, von denen ich selber erlebt habe, dass sie wirklich funktionieren. Also abonniert am besten meinen Kanal, dass ihr auch wirklich dran bleibt und keinen Tipp verpasst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!